Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse hier in Nürnberg und bin jetzt hier am Stand der Firma Gimisys. Die haben ein Lumipad gebaut, das schaut hier so bunt aus mit bunten LEDs und sonstigem. Und ich begrüße jetzt hier den Malte Menning, das ist der Geschäftsführer hier dieser Gimisys GmbH. Was hat es mit diesem bunten Tablet oder was immer das ist auf sich? Lumitab heißt das Ganze. Das ist jetzt nur so ein Beispielboard mit einem Lichterspiel drauf. Das eigentliche Spiel, das sehen Sie hier vorne. Als Tisch? Als Tisch, genau. Man kann es unter Beine, man kann Beine drunter schrauben, man kann es auf den Tisch stellen, man kann es an die Wand hängen. Deswegen haben wir es hier auch einmal gezeigt, wie es aussehen könnte, wenn es an der Wand hängt. Aber da ist jetzt gerade nur ein Lichterspiel, was durchläuft. Eigentlich haben wir andere Spiele, zum Beispiel Colortab, wo man in einem bestimmten Bereich möglichst schnell seine Farben abtippen soll. Ich würde sagen, ich zeige das einmal mit meinem Kollegen, wie das laufen würde. Das heißt, man hat hier jetzt dann zwei unterschiedliche Farben. Der eine spielt auf Rot, der andere auf Blau. Und dann muss man möglichst schnell das Richtige ich zeige Ihnen einmal, wie es losgehen würde. Da wird einmal der rote Bereich gezeigt, einmal der blaue Bereich und dann ist mein Kollege für den blauen Bereich zuständig, ich für den roten. Wir müssen auf Zeit, so schnell es geht, die Farben abtippen. Und wie viel muss man hintereinander tippen? 20 sind das im Moment. 20, ja. Das kann man wahrscheinlich konfigurieren, je nach Spielschwierigkeit vielleicht auch mehr oder so. Das kann man einstellen. Es hat sich herausgestellt, dass 20 eine ganz gute Zahl ist, dass das Spiel schnell genug vorbei ist, aber auch trotzdem, dass es nicht direkt schon nach ein paar Sekunden zu Ende ist. Und dann geht es um die Wette und wer am schnellsten seine 20 hat gewonnen. Ganz genau. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Na dann los. Jetzt hat Blau gewonnen. Jetzt hat Blau ganz knapp gewonnen. Und dann ist Blau mit einem Punkt, das heißt? Das ist die Augenzahl für den ersten Platz, 2 die Augenzahl für den zweiten Platz. Dieses Spiel gibt es auch für 4 Spieler, da sind es dann 4 Bereiche und am Ende, vielleicht spielen wir es einmal kurz, ich mache hier den gelben Bereich. Genau, hat schon wieder der Alex gewonnen. Aber da sieht man jetzt die Augenzahl, 1. Platz, 2. Platz, 3. Platz, 4. Platz. Und das Ganze, das ist jetzt hier intern wahrscheinlich ein kleiner Computer drin, der das Ganze ansteuert und auswertet. Und diese Platten, wie robust ist denn sowas? Ja, die halten eine ganze Menge aus. Das sind Acrylplatten und wie Sie sehen, kann man auch ein bisschen Kraft drauf ausüben, ist kein Problem. Das Spielbrett kommt damit zurecht. Und das sind jetzt welche Größe? Ungefähr 8 cm tippe ich jetzt mal. Also das Spielfeld insgesamt ist 75 x 75 cm plus den Holzrahmen und hier oben noch die Steuerelemente. Gibt es den Startknopf, wenn man das nächste Spiel starten will, und dann kann man zwischen den unterschiedlichen Spielen auch hin und her schalten. Und dann hat man hier jetzt diese Platten, die dann etwa 5 mm, 4 mm geht das ungefähr rein. Genau. Und da kann man dann unterschiedliche Spielarten spielen. Was gibt es da so an Spielmöglichkeiten? Hier steht ein bisschen was angeschrieben. Colortab. Genau, Colortab, das ist das, was wir gerade gezeigt haben. Das ist, wie gesagt, ein Spiel, was man alleine gegen die Zeit oder gegeneinander zu zweit, gegen 4 Leute, 6 Leute oder 8 Leute spielen kann. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Spiele. Hier haben wir jetzt eine kleine Variante von Color Connect, die man hier sehen kann auf dem Spielfeld. Da muss man die jeweiligen Farben miteinander verbinden. Das heißt, ich tippe eine Farbe an, die ich verbinden möchte, und dann muss ich den Weg dahin beschreiben. Das ist jetzt hier für das Rote relativ einfach. Damit bin ich schon fertig. Für Blau wäre das zum Beispiel dieser Weg. Für Grün, das muss ich einmal kurz machen, lieber erstmal hier, Hellblau, Gelb und Grün. Und wenn man es richtig gelöst hat, dann kriegt man hier diese Blinkanimation zu sehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, auf dem kleinen Feld relativ einfach, und man kann jetzt einmal beispielhaft für ein großes Feld, könnte man es sehen, es sind dann deutlich mehr unterschiedliche Farben, und hier würde man entsprechend mehr überlegen. Da wird es dann richtig knifflig. Genau, da überschneiden sich zum Teil die Wege, und man muss sich überlegen, wie man irgendwo hinkommt und dann vielleicht nochmal einen Schritt rückgängig machen und dann einen anderen Weg
wählen. So was Ähnliches, glaube ich, habe ich auch schon mal auf dem Tablet gespielt. Das gibt es auch auf Tablet, genau. Aber so ist es jetzt gedacht. Wo steht denn dann dieses Spielboard? Was haben Sie da vor als Kunden? Wie lange machen Sie denn dieses Tab schon? Also wir haben damit jetzt erst angefangen, sind auf der Messe, um zu gucken, wie es ankommt. Wir haben die Hoffnung, dass wir hier Distributoren finden, die Interesse an dem Gerät haben und das uns dabei unterstützen, das loszuwerden. Weil wir sind eine Hard- und Softwareentwicklungsschmiede und sind nicht so gut darin, Sachen zu verkaufen, sondern eher die zu bauen. Das heißt, Sie haben sich das einfallen lassen jetzt als Spielidee und als Konzept und haben gesagt, jetzt gehen wir doch mal auf die Spielwarenmesse und zeigen das mal. Ganz genau so ist es. Und wo kommt das dann zum Einsatz? Kindergarten kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Also wir denken vor allem an Indoor-Spielplätze und an Hotels. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das auf Events einzusetzen, also so für Event-Organizer, im Prinzip alles, was in irgendeiner Form mit Kinderbetreuung zu tun hat. Da sehen wir das. Ja. Gut, dann wird es interessant, ob ich das irgendwann mal vielleicht auch bei mir in meiner Gemeinde irgendwo in irgendeinem der Kindergarten zum Sehen bekomme. Oder ob man das irgendwo in einem Spieletreff oder sonst wo sehen kann. Und dann lasse ich mich überraschen, wie das denn so läuft. Was muss man denn für sowas ungefähr investieren? Genau, das kostet jetzt im Moment 2.000 Euro. Wie gesagt, wir gucken im Moment erstmal, wie das am Markt ankommt, produzieren erstmal eine kleinere Stückzahl und wenn wir sehen, dass das gut läuft, dann sind wir gespannt, wo die Reise damit hingeht. Gut, vielleicht können wir uns noch irgendein weiteres Spiel anschauen. Ja, auf jeden Fall. Was man da so eventuell also wir haben zum Beispiel auch noch Snake im Angebot. Das glaube ich, habe ich auch früher öfter mal gespielt. Da muss man eine Schlange übers Spielfeld steuern und entsprechend hier die leuchtenden Punkte aufsammeln. Die Schlange wird immer schneller und die Schlange wird immer länger und daraus ergibt sich dann mittelfristig die Schwierigkeit, das ist jetzt eine Geschwindigkeit der Schlange, die überschaubar ist. Wenn sie gegen die Wand kommt, ist das Spiel vorbei. Aber es gibt auch andere Varianten, wo die Schlange dann deutlich schneller unterwegs ist für die Profis, sag ich mal. Ja, ich erinnere mich. Irgendwie, glaube ich, kann das ganz schön anstrengend werden. Ja, genau. Also das ist schon sehr schnell. Deswegen ist die Schlange auch rot. Gut. Dann bedanke ich mich beim Malte Menning für die Vorstellung hier dieses LumiTab und von der Gimisys GmbH. Und ich wünsche noch einen guten Messeverlauf und würde mich freuen, wenn Sie alle mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden. Servus, Ihr Peter Dank.